Hallo ihr lieben Simulanten. Heute möchte ich mal ein Video machen, bei dem ich über die Motion Seat Bewegungen beim Fliegen spreche. Das gleiche möchte ich auch nochmal für Simracing machen, aber heute möchte ich erstmal die Flugleute abholen, die bis jetzt einfach zu kurz gekommen sind. So, und dann geht's auch schon los. Ich habe ein Video vorbereitet und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und ich werde ein bisschen die Flugbewegungen beschreiben. Wir sind ja im Microsoft Flight Simulator in den neuesten und jetzt bin ich auf der Startbahn, gebe Gas und jetzt hat er den Stuhl ein leicht nach hinten bewegt, ja, die Pitch-Bewegung leicht nach hinten gedreht, um mir ein bisschen die Beschleunigung darzustellen und natürlich die Bodenbeschaffenheit, die man sieht. Und jetzt habe ich ein bisschen mit den Rudern gedrückt und schon hat auch der Stuhl leicht sich nachbewegt. Jetzt sind wir abgehoben, ja, und winkelgetreu tut der Stuhl sich jetzt nach hinten drehen. Und zwar lagesicher. Das bedeutet, solange wie das Flugzeug in der Lage ist, bleibt auch der Stuhl in der gleichen Lage. So, jetzt haben wir ja leichte Auf- und Abbewegung, bisschen Wind. Und jetzt mache ich eine Demonstration mit dem Winkel. Jetzt gebe ich voll Schub, dann schiebt er mich den Stuhl leicht nach vorne, das fühle ich so ein bisschen, wie mehr Druck auf dem Sitz ist. Und jetzt ziehe ich nach hinten und winkelgetreu geht der Stuhl mit nach hinten. Mit leichten Auf- und Abbewegungen, ja, das ist natürlich vom Auftrieb kommt das, von den Turbulenzen. Und jetzt ist der Stuhl auf sein Maximallimit angekommen, das sind hier bei mir 32 Grad. Üblich habe ich bei mir 30 Grad eingestellt und noch 2 Grad übrig gelassen zum Arbeiten. Jetzt hier, man sieht ja jetzt hier diese leichte schwankende Bewegung noch. Wenn das Flugzeug weiter steigen würde, würde er natürlich bei mir nicht weitergehen. Aber bei Verkehrsmaschinen, also Microsoft Flight Sim, da fliegt man gar nicht auf so eine... Also dafür reicht es völlig aus. So, jetzt haben wir hier leichte Turbulenzen. Hier hatte ich im Nachhinein rausgefunden, dass mein Smoothness-Filter leicht ein bisschen zu schwach eingestellt war. Aber das tut jetzt keinen Abbruch. Ja, und das fühlt man natürlich sehr stark. Das ist ein sehr schönes Gefühl, dieses Hin und Her Gewaggele. Ja, da bin ich hier im Landeanflug. Das Flugzeug ist eigentlich gerade, aber dadurch, dass er mir jetzt das Bremsen darstellen möchte, kippt er nach vorne. Ja? Das darf man jetzt nicht verwechseln. Leider ist es nicht ganz synchron. Habe ich noch nicht rausgefunden, warum das leider so ist. Aber jetzt setze ich gleich auf mit dem Flugzeug. Im Video, genau. Aber im Video links bin ich noch in der Luft. Dafür können wir schön in Ruhe sehen, wie ich aufsetze. Und das setzt er auf. Schön die Unebenheiten der Rollbahn bremsen, ja, und dann zeigt er mir mit nach vorne kippen die Bremswirkung. Das fühlt sich wirklich sehr realistisch an. Dadurch, dass sich das Cockpit, wie auch beim Steigen, nicht mitbewegt in der virtuellen Welt, dadurch merke ich bloß die Kraft auf dem Körper. Beim Monitorfliegen wäre natürlich jetzt, dass die Monitore fest am Rig montiert sind und die wandern dann natürlich mit. Und so bei VR macht man das durch Motion Compensation. Dadurch bleibt die VR-Welt da, wo sie sein soll. So, jetzt sind wir bei DCS. Hier verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Jetzt hier am Boden, jetzt machen wir mit den Rudern. Jetzt tut er leicht sich nach links drehen, der Rig. Vom Fahrer aus, vom Piloten aus und leicht nach rechts kippen, um mir ein bisschen so die Kurvenkraft darzustellen. Das ist nur ganz leicht, aber das reicht völlig aus. Ist ja auch kleine Kräfte gerade. Das ist schon sehr feinfühlig. Jetzt geht es leicht bergab und in dem Moment hat er das jetzt noch ein bisschen nach vorne geklappt. Jetzt am Boden zeigt er mir nämlich beim DCS die Lage. Die Lage
und natürlich auch die Beschleunigung leicht reingemischt, auch noch in das Vor- und Zurückkippen, beim Bremsen und beim Gas geben. So. Jetzt geht's los. Schub, dann schiebt er den Stuhl leicht nach vorne und dann kippt er nach hinten. Das leicht nach vorne schieben, das ist so das kurze Beschleunigen und dann nach hinten kippen dieses dauerhafte. So, jetzt habe ich nochmal ein Schlagloch erwischt auf der Startrampe und jetzt geht's los. Und anders als beim Microsoft Flight Simulator habe ich hier die Kräfte, die auf den Körper wirken, eingestellt beim Kippen. Jetzt zum Beispiel, obwohl wir nach unten fliegen, geht das jetzt nach hinten weg. Weil jetzt nicht die Lage umgesetzt wird in der Luft, sondern die Kraft, die G-Kraft sozusagen, die Winkelbeschleunigung. Das zeige ich gleich noch mal ein bisschen besser. Ich habe das schon vorgeschnitten, ich weiß ja schon, was kommt. Ich habe ja auch gemerkt, dass ich ein bisschen zu wenig Roll eingemischt hatte. Ich bin länger nicht geflogen. Nach diesem Video hatte ich gleich mal 3 Grad mehr gemacht. Ist auch nicht ganz synchron leider. Ich habe das mit einer WLAN-Kamera aufgenommen. Ich glaube, in Zukunft muss ich da mal auf Kabel umsteigen. So, und hier sieht man sehr schön die Turbulenzen am Boden. Das fühlt sich unglaublich cool an. So, jetzt ziehe ich hoch. Jetzt geht das jetzt zwar nach hinten, aber nicht wegen der Lage. Man sieht es jetzt, der Flugzeug bleibt, aber der Stuhl geht schon wieder zurück. Sondern es ist nur die Kraft, die Force. Das mag jetzt auf der einen oder anderen vielleicht so ein bisschen schwach wirken, dass dies nicht so stark rüberkommt wie bei Lage, wie bei MFS. Aber ich kann euch sagen, bei DCS geht es ja zur Sache. Und wenn du da richtig loslegst, dann ist es genau richtig. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und da kommen wir auch gleich zu, das zeige ich gleich. So, und jetzt mache ich Afterburner rein, rolle rechts und jetzt ziehe ich. Und obwohl ich jetzt den Winkel nicht ändere, die Steigung, ja, trotzdem gibt er voll nach hinten. Lässt noch ein bisschen Luft, damit er noch hier diesen Wackeleffekt, ja, diese Turbulenzen noch darstellen kann. Ja, stelle ich wieder gerade, ziehe ich nicht mehr und schon geht die Force raus. Es ist immer noch leicht nach hinten gekippt, weil der Afterburner noch sehr stark das Flugzeug beschleunigt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich aus langsamer Geschwindigkeit den Schubhebel nach vorne mache, kippt mein Stuhl nach hinten. Obwohl ich geradeaus fliege. Ja? Das ist halt diese Beschleunigungskräfte. Und ich bekomme das im Cockpit nicht mit durch das Rausrechnen von Motion Compensation. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen sage ich das ein paar Mal, weil das ist wirklich, muss man erstmal verstehen. So, jetzt habe ich die Turbinen auf Standgas sozusagen runtergeschoben und jetzt warte ich einen Stall ab. Und deswegen ist mein Stuhl jetzt gerade, ja, jetzt kann man das genau sehen, ist es nicht nach Winkel. Bei Microsoft Flight Sim würde ich jetzt genau nach oben gucken. Aber wie gesagt, das sieht jetzt nur so aus, als wäre das eigentlich blöde, aber im Kampf, in der Action, kommt sowas nicht so vor. Ja? Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist natürlich meine Präferenz, man muss es so nicht einstellen. Aber für mich kommt das sehr, sehr realistisch rüber. So, Freundchen, jetzt fangen wir mal wieder ab. Ich habe jetzt hier gerade kaum Airspeed. Jetzt kommt er. So, jetzt müsst ihr gucken. Jetzt fällt er gleich durch. Jetzt hat er wieder Strömung. Und jetzt gibt er gleich nach hinten das Stuhl, weil er mir diese Beschleunigung, dieses Durchsacken nach unten gleich darstellen möchte. So, jetzt habe ich jetzt immer noch keinen Schub drin. Jetzt lasse ich mich einfach bloß so normal treiben.
Ja, jetzt ziehe ich wieder ein bisschen und schon habe ich wieder Druck auf dem Bauch. Und ich kann euch sagen, der Druck auf dem Bauch, der ist erstaunlich stark. Das ist ein erstaunlich starkes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, dass du nach hinten kippst. Und so, obwohl ich es technisch weiß, kann ich meinen Kopf bis heute damit, was sagt auf Deutsch, verarschen. Ja? Also ich denke, im Fliegen denke ich immer noch, ich habe Druck auf dem Brustkorb. Das ist ja das gleiche wie mit der bekannten Motion Sickness. Ja? Du persönlich weißt, dass du nur eine VR-Brille aufhast, aber dein Gehirn denkt immer noch, du bist in einer anderen Welt und wo sind jetzt diese Kräfte, wo sind diese Forces? Das ist ja das, was die Motion Sickness erzeugt. Und genauso ist es auch hier im positiven Sinne natürlich. Und das ist hier natürlich der Traum. Ja. Hier schön schräg ziehen und dann Druck auf den Brustkorb. Gibt nichts Besseres. So, und zum Schluss nochmal eine Landung. Diesmal mit DCS. Leider nicht ganz synchron, aber dann haben wir genug Zeit, wenigstens auf den Stuhl zu achten, dann wenn er unten ist. So, Touchdown. Jetzt auf den Stuhl achten. Zack. Rums. Und bremsen. Schöne Unebenheit in der Fahrbahn. Das ist hier auf dem Marianen, die ist sowieso ein bisschen rumpelig, die Bahn. So, jetzt sind wir kurz vorm Stillstand, da schalte ich nochmal von außen. Jawohl. So, und jetzt komme ich zum Stillstand. Und man sieht sehr stark, wie der Stuhl dann, wie das darstellt. Das Fahrwerk, das wackelt auch ein bisschen. Also vom Flugzeug auch. Man sieht es jetzt hier leider im Video nicht so ganz so gut. So, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen rüberbringen, wie das so funktioniert. Und ich lasse euch jetzt mit den restlichen schönen Bildern noch ein bisschen allein. Bis zum nächsten Mal. Euer Motion Basti.